Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Schnitzelrezept und zwar kochen wir heute ein Cordon Bleu, das heißt ein Schnitzel gefüllt mit Kochschinken und Käse. Als erstes kümmern wir uns um das Fleisch. Ich habe hier 500 Gramm Schweinelachs. Das Fleisch zunächst in 8 etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden und danach wird das Fleisch plattiert. Die Schnitzel also nacheinander zwischen 2 Bögen Frischhaltefolie einschlagen und dann mit einem Fleischklopfer oder Plattiereisen behutsam flach klopfen, bis sich die Fleischoberfläche deutlich vergrößert hat. Alternativ zum Fleischklopfer könnt ihr auch einfach eine kleine Pfanne oder einen Stieltopf verwenden. Das geht genauso gut. Wenn wir damit fertig sind, können wir die Schnitzel füllen. Als erstes eine Scheibe Kochschinken auf ein plattiertes Schnitzel legen, danach eine Scheibe Käse und zum Schluss mit einem zweiten Schnitzel bedecken. Die Ränder etwas andrücken, sodass Käse und Schinken komplett eingeschlossen sind und das Ganze für die restlichen Schnitzel wiederholen. Wenn das erledigt ist, 3 Schüsseln oder Teller für die Panierstraße bereitstellen, einen Teller mit etwas Mehl befüllen, 2 Eier, etwas Salz und Pfeffer, im zweiten Teller miteinander verquirlen und zum Schluss Paniermehl bzw. Semmelbrösel in den dritten Teller geben. Danach die gefüllten Schnitzel als erstes im Mehl wenden, dann durch das verquirlte Ei ziehen, etwas abtropfen lassen und zum Schluss im Paniermehl wenden, dabei die Semmelbrösel leicht andrücken und darauf achten, dass das gesamte Schnitzel mit Paniermehl bedeckt ist. Das Ganze jetzt für die restlichen 3 Schnitzel wiederholen und sobald das erledigt ist, eine große Pfanne mit reichlich Öl erhitzen, sobald das Öl heiß ist, die Schnitzel in die Pfanne geben und je Seite ca. 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze goldbraun anbraten. Sobald das Cordon Bleu auf der Unterseite goldgelb gebacken wurde, einmal wenden und weitere 2 bis 3 Minuten zu Ende braten. Die fertigen Schnitzel aus der Pfanne heben, nochmal kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und danach zusammen mit beispielsweise Bratkartoffeln servieren. Noch 2 Zitronenscheiben als Garnitur obendrauf und dann wünsche ich einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.